Hi Leute, alle reden über VPN-Verbindungen. VPN-Verbindungen sind wichtig und ich glaube, inzwischen hat sich auch rumgesprochen, warum die wichtig sind. Ich werde jetzt keinen großen sehr Monolog halten, was alles so toll ist an der VPN-Verbindung. Aber was ich euch erzählen wollte hier ist, dass ihr eine VPN-Verbindung mit eurer Fritzbox einrichten könnt von eurem Handy oder eurem Laptop direkt auf eure Box, ohne dass ihr dazu irgendein Abo abschließen müsst bei irgendeinem VPN-Anbieter. Damit könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Sicherheit von eurer Verbindung nach Hause oder auf eure Box massiv erhöhen. Da seid ihr vor den ganzen Standardproblematiken, Mithören, Datenprobleme, ja, Privatsphäre und so, seid ihr schon mal geschützt. Das ist natürlich nicht so doll wie in einem richtigen VPN-Anbieter, weil beim richtigen VPN-Anbieter, da kann man dann auch noch wählen, wo man sich dann einwählt. Man kann sich quasi virtuell in die Vereinigten Staaten versetzen und dort dann Netflix gucken mit anderen Netflix-Filmen, die da nur dort laufen oder so. Das geht natürlich mit der Fritzbox nicht. Diese VPN-Verbindung ist dazu da, von eurem Handy auf eure Box zu kommen und von dort aus auch wieder ins Internet. Das heißt, wenn ihr im Café sitzt und euer Handy an irgendeinem Hotspot aktiviert ins Netz gehen soll, dann könnt ihr das über diese Fritzbox VPN-Einstellung komplett sicher machen. Und das kostet euch gar nichts. Das ist in der Box integriert. AVM, also der Hersteller der Fritzbox, hat das für euch schon bezahlt. Die zahlen dafür, dass das läuft. Die zahlen auch dafür, dass ihr einen dauerhaften Internetzugang habt mit eurem Fritz-Account. Ihr braucht nämlich ja eine öffentliche IP-Adresse und da ihr die nicht kriegen könnt, müsst ihr ein Dynn-DNS haben. Das heißt, die IP-Adresse eurer Box muss irgendwo hinterlegt sein, so dass man die abholen kann, damit man auf eure Box kommt. Das ist ein Dynn-DNS. Da könnt ihr dann natürlich wieder einen Fremdanbieter nehmen, das unterstützt die Box zwar auch, aber mit dem MyFritz-System ist es auch schon integriert. Mit einem Wort, die Fritzbox bringt alles mit, was man braucht, um eine VPN-Verbindung völlig ohne Zusatzkosten aufzubauen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch heute. Aber bevor es losgeht, nochmal ein heißer Tipp unter Freunden. Wir wollen natürlich, dass wir, falls wir da Mist bauen bei der Konfiguration, wovon ich nicht ausgehe, dass wir eine Sicherung unserer Box anlegen. Das Ganze geht unter System Sicherung und dann muss man der Sicherungsdatei noch ein Passwort geben. So, und ihr kennt mich. Wenn das kein gutes Passwort ist, dann gibt es das erst gar nicht. Kleiner Tipp an dieser Stelle noch. Ihr solltet für diese Backup-Dateien immer das gleiche Passwort nehmen. Ganz wichtig. Also normalerweise rät man ja dazu, ab und zu mal sein Passwort zu wechseln. Falls das dann doch einer in die Hände bekommt, dann hat er gleich alle Zugänge und so weiter. Aber in diesem konkreten Fall kann ich euch nur dringend empfehlen, nehmt immer dasselbe Passwort. Warum ist das denn wichtig? Ganz einfach. Also wenn ich meine Fritzbox gecrashed habe, ich also kein Internet habe, nichts mehr bei mir im Netz funktioniert, weil ja meine Box vielleicht auch meinen DHCP-Server bereitstellt, ich also auch gar keine Adressen mehr zugewiesen kriege, da ist man ja grundsätzlich schon mal ein bisschen nervös. Und dann versucht man die Fritzbox zurückzusetzen und mit der alten Sicherung wieder neu hochzuladen. Und wenn man da an der Stelle jetzt hier auch noch die Sicherungsdatei nicht öffnen kann, weil das Passwort nicht mehr bekannt ist, da wird selbst bei mir der Puls ein bisschen höher. Das ist einfach so, ja, weil man dann denkt, ach du lieber Himmel, jetzt muss ich das alles neu konfigurieren. Was habe ich denn da alles eingestellt? Das war ja doch viel Arbeit und so und jetzt geht das alles nicht. Also dieses Passwort sollte eigentlich immer das gleiche sein. Es darf kompliziert sein, aber es sollte immer das gleiche sein. Und schreibt es euch auf irgendeinen Zettel. Ja, es ist wirklich wichtig, weil das sind so Dinge, ich kenne das. Also das muss man halt mal durchspielen, so ein Problem. Was ist, wenn die Fritzbox komplett platt ist? Wie kommt ihr da wieder an die Datei ran? Weil ich kenne Leute, die haben dann ganz toll so ein Passwort-Safe und eine Passwort-Datenbank und die legen sie noch auf ihre Netzwerk NAS ab oder sowas. Ja, und dann ist das mal nicht mehr verfügbar und dann kommen sie schon deshalb nicht mehr drauf, weil die Passwörter nicht da sind. Also da bin ich überhaupt kein Freund von. Man muss so ein paar grundsätzliche Passwörter, die muss man einfach mal auf andere Weise speichern. Irgendwo anders hinschreiben. Auch so, dass sie keiner kriegen kann, so einfach, aber nicht ins Netz legen.
weil wir haben im Moment kein Netz. Also in dem Moment, wo die Fritzbox nicht funktioniert, gibt es eben kein Netz. Der nächste Punkt ist, wenn ihr ein Windows-System habt, solltet ihr mindestens für diesen Notfall ein lokales Login angelegt haben, dass ihr euch an eurer Windows-Maschine auch anmelden könnt, wenn die nicht im Internet ist. Weil Microsoft macht das ja so lustig, dass man sich so ein Microsoft Login hat, mit der also nur online funktioniert. Und da wird es dann ja schon haarig, wenn es eben kein Online gibt. Kommt halt mal vor. Und da sollte das trotzdem funktionieren. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da also jetzt hier so ein Passwort vergeben und drücken dann auf Sicherung hier. Und da wir uns ja alle ganz brav mit Firefox im Internet bewegen, also das ist ja Ehrensache, dass wir nicht diese Datenkraken nehmen, sondern Firefox. Und bei mir ist Firefox immer so konfiguriert, dass er fragt, was ich machen will. Ich finde es sowieso schön, wenn Programme mich fragen, was passieren soll und nicht alles selber entscheiden. Das ist bei vielen nicht so, aber Firefox kann man so konfigurieren, dass er fragt, wenn er eine Datei runterlädt, wo die denn hingespeichert werden soll oder ob ich die vielleicht sogar direkt öffnen will. Das finde ich sehr angenehm und das ist so ein Feature, das haben nicht viele Programme. Also komischerweise wissen die alle selber, wo ich damit hin will und schmeißen das in irgendeinen Ordner oder in den letzten, den ich geöffnet habe oder wenn alle Stricke reißen, einfach in den Download-Ordner. Halte ich nicht viel von, weil wenn ich eine Datei runterlade, dann gehört die nicht in den Download-Ordner, sondern wenn das meine Kontoauszüge sind, dann speichere ich die irgendwo bei der Bank ab und wenn das wie hier eine Backup-Datei ist, dann kommt die natürlich in einen anderen Ordner oder wenn ich eine Software runterlade oder sonst was, E-Mail. Das gehört alles eigentlich nie in den Download-Ordner, sondern ich muss das ja dann noch wegsortieren. Und das ist über Dateispeichern hier am besten. Also wenn ich jetzt hier OK klickte, dann poppt ein Explorer auf und dann suche ich mir den Ordner aus, wo das hinkommt. Und dann ist es gleich ordentlich aufgeräumt. Auch da muss man wissen, das sollte natürlich kein Netzwerksystem sein. Ja? Also am dümmsten ist es, wenn ich das jetzt auf die NAS der Fritzbox ablege. Ja? Das wäre natürlich dann, also wenn der Hund sich in den Schwanz beißt. Ne? Das klappt nicht. Man muss das an irgendeinen Ort legen, auf dem man draufkommt, ganz ohne Internet und ganz ohne Fritzbox. Sonst bringt das alles gar nichts. Okay, soweit so gut. Also ich würde jetzt hier speichern und dann geht's weiter. So, dann wollen wir nochmal gleich anfangen. Also, wie richtet man eine einfache VPN-Verbindung ein? Also von einem Handy auf eure Box. Das geht alles unter Internet, Freigaben und dann VPN IPsec. So. Jetzt können wir als erstes schon mal hier oben gucken. Das ist das VPN-Portal. Wenn man da draufklickt, kommt man dann auf diese Seite hier. Ups, hier hin. Und da kann man nämlich schon mal die Tools runterladen, die man zum Beispiel für Windows braucht. Ja. Es gibt noch Tools für Apple und so weiter. Also, dass man von Windows eine Connection zu seiner Box machen kann, wenn man es nicht übers Handy macht. So. Dann als nächstes können wir den Assistenten starten. Das geht hier ganz hier unten. Verbindung hinzufügen. So, und jetzt hat man da also 4 Möglichkeiten, aber faktisch sind es nur 3. Die erste Möglichkeit ist, dass man einen neuen Benutzer anlegt, der VPN berechtigt ist. Das ist vom Prinzip her einfach einen Benutzer anlegen und unten das Häkchen bei VPN setzen, damit ist die Sache erledigt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal vorführen. Dann öffnet sich jedenfalls ein Übersichtsfenster. Ich kann euch das mal zeigen, so sieht es aus. Da kriegt man nochmal gesagt, was man machen muss. Also man muss dann IPsec, Xout und PSK, also Pre-Shared Key, im Handy eingeben. Und dann einen individuellen Namen, den kann man sich aussuchen. Dann hier die Serveradresse, die habe ich euch mal ausgegraut. Dann wie der heißt, bei mir heißt der VPN-Tester. Und dann gibt es noch den Shared Secret, also den Schlüssel, Benutzername und wieder ein Passwort dazu. Das ist eigentlich alles, was man dazu braucht. Und das trägt man dann in sein Handy ein und auf die Weise funktioniert das dann. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Mache ich das mal vor. Als nächstes ist die Verbindung Fritzbox zu einer anderen Fritzbox. Das ist schon viel interessanter. Also das ist quasi 2 Netzwerke zusammen zu koppeln. LAN-LAN-Kopplung heißt das auch bei AVM. So sieht das aus. Als erstes muss man hier einen gemeinsamen geheimen Schlüssel eintragen, den beide Boxen kennen. Natürlich wie immer möglichst komplex.
Danach braucht die Verbindung noch einen Namen, aber der Name spielt nur eine Rolle, weil der bei euch angezeigt wird, dass die jetzt aktiv ist. Dann muss man einmal die eigene Internetadresse eingeben, hier also eine Adresse, die über den DNS auch aufgelöst wird. Das ist natürlich nicht die richtige Adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern da steht normalerweise meine MyFritz-Adresse der Fritzbox. Und ihr braucht von der Gegenstelle auch noch so eine Adresse. Also die MyFritz-Adresse eurer Gegenstelle. Wie man da rankommt und wie man die, also wo man die nachliest, zeige ich euch gleich. So, dann ist es so, das entfernte Netzwerk, also das Netzwerk, was in dieser Gegenstellenbox hier läuft, das hat ja auch einen IP-Bereich. Also irgendwas 192, 168 und dann irgendwie XX sonst wie. Ja? Das müsst ihr natürlich wissen, wie das da heißt auf der anderen Seite. Dann tragt ihr das hier ein und ganz wichtig, also zum Beispiel die 16 oder weiß ich nicht, die 5, ja. Ganz wichtig, hier kommt die 0 hin, weil ihr das ganze Netzwerk meint. Ist ein bisschen doof gemacht von AVM, dass das hier frei einzutragen ist und man da was falsch machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn man da was Schwieriges eingeben würde oder hier nur so einen Teilbereich von dem Netzwerk nehmen, dann kann man das da eben einstellen. Also es ist völlig frei konfigurierbar. So, was gibt es denn da unten noch? Also VPN-Verbindung dauerhaft halten. Ist eigentlich ganz klar, was das meint. Also der würde dann jedes Mal, wenn die Box online ist, versuchen, zu dieser Gegenstellenbox die Verbindung aufzubauen und zu halten. NetBIOS, das sind die Dinge, wenn du Druckernamen übertragen willst, wenn du da suchen willst in diesem Netz, steht ja auch da, Datei- und Druckerfreigabe ist das wichtig unter Windows, ja. Also sollte man auch aktivieren, den zweiten hier. So, und jetzt kommen die besten Einstellungen. Hier kann man einmal sagen, den gesamten Netzwerkverkehr über diese Verbindung senden. Das hat natürlich nicht wirklich Sinn, weil die Verbindung ist langsam und den ganzen Netzwerkverkehr darüber schicken macht nur in bestimmten Fällen Sinn. Also zum Beispiel, wenn man sich in einem geschützten Netzwerk befindet, keine Ahnung, zum Beispiel in einem Hotel oder in irgendeinem Land, wo man nicht überall hin telefonieren kann oder nicht überall hin surfen kann, dann könnte man über diese Verbindung dann den gesamten Netzwerkverkehr schicken und würde dann doch Server im Netz erreichen, die so erstmal in dem Bereich gesperrt sind. Also der Anwendungsfall ist, dass man sich mit einem System koppelt, was aus einem geschützten Netzwerk herauskommt. Ist natürlich die Frage, ob man das hinkriegt mit einer anderen Fritzbox, ja. Aber dieses Häkchen gibt es auch, wenn man sich mit einem User an die Box koppelt. Ist also manchmal sinnvoll, den Datenverkehr komplett über diese Fritzbox-Verbindung zu lenken. So, jetzt kann man noch bestimmten Geräten erlauben, sich da zu verbinden. Da kommt jetzt hier die ganze Liste der Geräte, die da zur Verfügung stehen. Gut, das ist in den seltensten Fällen sinnvoll. Also man verbindet sich dann nur, also nur wenige Geräte dürfen das dann. Und jetzt kommt eine der Features hier, die ich besonders liebe. Und zwar kann man sagen, ich möchte bitte den VPN-Tunnel, der dann aufgebaut wird, also zwischen meiner Box und der anderen Box, der soll an LAN-Port 2 bzw. an LAN-Port 3 enden. Das ist total genial, weil dann habe ich quasi, wenn ich meine Box auf dem Schreibtisch stehen hätte, dann würde ich in den ersten LAN-Port, das wäre der normale Port, wo mein Internet ist und wo alles Funktionen von meiner Box sind, und an LAN-Port 2 hätte ich dann den virtuellen Port des anderen Netzwerks. Also wenn ich da dann meinen Laptop einstecke, dann bin ich quasi genauso verbunden, als würde ich da in dem anderen Netzwerk dort meinen Laptop in irgendeine Netzwerkdose stecken. Also genial. Dann habe ich alles komplett auf diesen Port beschränkt und kann da anstecken, was ich möchte. Und ihr habt ja schon in meinem Video oder VLANs gesehen, dass man diesen Port dann noch einen Switch koppeln kann und dem einen eigenen VLAN zuweisen. Dann wird es ja noch besser. Dann kann ich nämlich im gesamten Netzwerk bei mir hier diesen einen Port bzw. dieses eigene VLAN verteilen und das an jedes beliebige Gerät weiterleiten. Ist eine geniale Sache. Also ich kann quasi theoretisch meinen Fernseher an den Port koppeln, der dann
in dem entfernten Netzwerk läuft und von dort aus Daten streamen, die nur da vorhanden sind oder irgend sowas Verrücktes machen. Ja. Gut, wenn man das macht, muss man natürlich hier wieder eingeben, wie das Netzwerk heißt. Also das entfernte Netzwerk, das muss man hier quasi neu anlegen. Und man muss auch einen DNS-Server von dem entfernten Netzwerk dann dazu angeben, weil der baut ja ein komplettes LAN hier auf, also unter dem Port. Okay, das wäre der Teil gewesen. Jetzt kann ich noch den letzten Teil erklären. Und zwar, wenn wir hier eine Verbindung zwischen einer Fritzbox und einem fremden Firmen-VPN-Server machen. Hier ist es vom Prinzip her genauso, nur dass man da noch einen Benutzernamen und ein Kennwort zu dem Pre-Shared Key dazugeben muss. Und wenn man eine X-Authentifizierung hat, dann auch nochmal für die einen Benutzernamen und ein Kennwort. Dann wie immer einen Namen der Verbindung, die IP-Adresse bzw. den DNS-Namen von der Gegenstelle, das entfernte Netzwerk angeben und die anderen Optionen sind eigentlich wieder gleich. Ne? Da kann man dann auch wieder dauerhaft die Verbindung halten, NetBIOS übertragen, gesamte Netzwerkverkehr senden oder eben nicht. Aber was leider nicht geht, und das finde ich traurig, man kann hier keinen LAN-Port 2 als Verbindung angeben. Gerade bei Firmennetzen wäre das besonders praktisch, aber das kann er leider nicht. Ich weiß nicht, warum die das nicht gemacht haben, wo da wieder das Problem liegt, aber das macht er nicht. Hier kann man dann wieder die Liste der Geräte im eigenen Netz anklicken, die diesen Zugang kriegen dürfen. Das wird dann also quasi gefiltert für die Geräte. Aber eben wie gesagt nicht den LAN-Port 2. Geht leider hier nicht. Na gut, das war's soweit. Jetzt gehen wir das nochmal durch für eine Handyverbindung, damit ihr das genau seht, wie das zu machen ist. So, ich habe jetzt einen User angelegt, den habe ich YouTube VPN genannt. Können wir uns mal die Einstellungen angucken. Also in dem Handy muss ich dann einstellen IPsec oder IPsec Xout PSK. PSK steht für Pre-Shared Key. Dann die Serveradresse, das ist mein DNS-Name, den habe ich euch hier ausgegraut. Danach die IPsec-ID, das ist wiederum der Username, also YouTube VPN. Dann kommt der IPsec-Schlüssel und der Accountname ist wieder YouTube VPN und dann das Passwort von dem User. Klingt ein bisschen kompliziert, aber so schlimm ist es gar nicht. So, und wenn wir jetzt hier, Achtung, da bin ich auf meinem Handy, dann gehen wir, also das ist ein Android-Handy, ne, ist klar. Ein bisschen älteres, aber nicht, geht schon noch. Und da geht man dann auf Verbindungen und dann auf weitere Verbindungseinstellungen, VPN. Und da habe ich den YouTube VPN schon mal angelegt, sonst müsste ich diese ganzen Sachen hier eintippen. Aber der Name kann man jetzt frei wählen, das ist nur das, was im Handy angezeigt wird. Und hier ist es wichtig, IPsec Xout PSK. Also so wie das hier steht. Ja. In Android hat man da eine ganze Menge Möglichkeiten. Also nicht den ersten PSK nehmen oder den hier. Ne? Diese hier ist richtig. Bei Apple ist es viel komplizierter, weil bei Apple kann man das nicht so einfach auswählen und da versucht er das selber. Dann kommt wieder die Serveradresse, die ich euch hier ausgraue. Dann kommt wieder YouTube VPN, der Pre-Shared Key, den er uns vorhin gesagt hat. Der Username ist wieder YouTube VPN und das Passwort von dem User. Ja, und jetzt können wir das speichern. Und jetzt probieren wir es mal aus. Wahrscheinlich wird die Verbindung zu diesem Screen-Copy-Gerät hier, also das ist Samsung Flow, mit dem ich den Stream von dem Handy hier für euch sichtbar mache. Das wird wahrscheinlich zusammenbrechen, weil es ja keinen Sinn macht. Der ist ja schon mit dem Netz verbunden. Wahrscheinlich klappt das nicht. Aber gucken wir mal. Ja, wir wollen das verbinden. Genau, jetzt bricht das zusammen. Aber auf meinem Handy steht jetzt verbunden. Alles gut. So sieht das jetzt aus und der hat sich tatsächlich verbunden, hat einen Moment gedauert. Die Verbindung läuft hier seit 1 Minute und 30. Hier kann man die jetzt wieder trennen, aber so sieht das nun mal aus. Da oben ist dann hier dieser kleine Schlüssel und man kann in den Einstellungen dann auch noch wählen, dass er eben
immer eingeschaltet sein soll. Das heißt, wenn ihr da irgendwo im Urlaub seid oder so, dann habt ihr eigentlich das hier aktiviert und dann habt ihr dauerhaft eine Verbindung zu eurem Fritzbox zu Hause aufgebaut und seid sicher, dass ihr da problemlos surfen könnt, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass da irgendwas mitprotokolliert wird. Und wenn ihr das abschalten wollt, dann einfach hier draufklicken und Verbindung trennen und dann geht es wieder aus. Und so kann man das aktiv an- und abschalten. Auch zu verschiedenen Boxen geht das. Alles klar soweit. Jetzt wollen wir noch mal gucken, wie das mit WireGuard ist und dann soll es das gewesen sein. So, bei WireGuard sieht das jetzt noch viel einfacher aus. Da gehen wir auf den Reiter VPN WireGuard, sagen Verbindung hinzufügen. Wir wollen natürlich eine Verbindung von unserem Endgerät auf die Box. Sagen weiter. Jetzt müssen wir der Verbindung noch einen Namen geben. Also irgendwas mal wieder YouTube VPN2 meinetwegen. Frei erstellen. Das war es eigentlich schon. Jetzt generiert er hier uns eine Verbindung. Und dann haben wir hier einen QR-Code. Und dann müssen wir hier noch zu unserem Handy gehen. In unserem Handy gibt es also jetzt hier die App installieren, WireGuard installieren und sagen, wir wollen eine neue Verbindung machen, aus dem Code scannen und dann scannen wir diesen Code. Das geht sogar live hier, super. Den Tunnelnamen geben wir jetzt da ein, also das war ja hier YouTube VPN2, Tunnel erstellen und dann müsste das funktionieren. Das bricht natürlich jetzt wieder zusammen, das ist klar. Wie beim letzten Mal, aber dann gibt es eine neue Verbindung. So, jetzt hat er die neue Verbindung gemacht und die funktioniert auch. Wunderbar, da oben ist wieder ein Schlüssel und so funktioniert die WireGuard-Verbindung. Jetzt müsste es das gewesen sein. Viel Spaß beim nächsten Video. Macht's gut!